have better things to do than you is one tone on the phone. So I try going out. Nachdem wir in Solitär vollgetankt haben und dort den berühmten und wirklich leckeren Apfelkuchen mitgenommen haben, geht es nach Swakopmund. But it's radio silence where there should be noise. I'm flipping through the channels to find your voice. I call out your name to the ceiling. Die Landschaft wird nach und nach karger. Die letzten 100 Kilometer bis Walvis Bay sind dann schon recht öde und langweilig. Ab Walvis Bay fahren wir ca. 40 Kilometer am Meer entlang bis zu unserem Ziel. Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid und willkommen in Namibia. Ich bin jetzt seit ungefähr 14 Tagen mit meiner Frau hier unterwegs und wir sind jetzt in Swakopmund gelandet am Atlantik. Heute ist ein bisschen neblig, nach bis jetzt 13 Sonnentagen. Ist ja auch klar, wir waren ja nur in der Wüste unterwegs. Da scheint ja üblicherweise die Sonne. Ja, und wir haben hier schon wieder einiges erlebt. Also heute ist unser zweiter Tag schon in Swakopmund und gestern hatten wir einen Ausflug. Wir sind sehr früh los und zwar etwas südlich von hier, 35 Kilometer, ist die Stadt Walvis Bay. Ehemalige Enklave von Südafrika, ist eine riesige Hafenanlage und die nutzt jetzt Namibia halt wirklich als ein Ausfalltor für viele Waren, insbesondere Erze, die hier exportiert werden. Ja, von aus haben wir einen super Ausflug gemacht und zwar sind wir mit einem Allradfahrzeug, dann aber mit Fahrer, in die Namib-Wüste und haben da so eine Dünenfahrt gemacht. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, die Dünen da rauf und runter zu rasen mit einem erfahrenen Fahrer. Und es war noch ein kleines Brunch dabei, also hat richtig Spaß gemacht und ich habe auch wirklich tolle Bilder machen können von der Wüste. War natürlich schon ein bisschen harsches Licht, aber trotzdem, also die Aussicht da ist ja klasse. Leider durfte ich da auch wieder die Drohne nicht fliegen lassen. Die Namib-Naukluft ist halt hier ein Nationalpark und da darf die Drohne nicht fliegen, wie sich von selbst versteht. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Bilder, die geben einiges her. Also ich habe viel Videomaterial gemacht und seht selbst. In der Lagune von Walvis Bay findet man weit mehr als 100.000 Vögel wie Flamingos, Pelikane oder Kormorane und ist ein international bekanntes Vogelschutzgebiet. Stay today. Is it alright if I stay today? Von Walvis Bay fahren wir zwischen den flachen Dünen und dem Meer am Strand entlang Richtung Namib.
Während unseres Allradabenteuers durch die hohen Dünen bin ich nur in den kurzen Pausen zum Fotografieren gekommen. Das Licht war recht harsch, dadurch kam das Rot der Dünen leider nicht so zur Geltung und die Helligkeitskontraste waren enorm. Bei der Bearbeitung der Bilder habe ich mich dann deshalb für Schwarz-Weiß-Varianten entschieden. Farbig habe ich diese Dünen etwas weiter südlicher bereits in meinem Video über das Sossusfly gezeigt. Falls du es noch nicht gesehen hast, so kannst du dem Link oben rechts folgen. So, ich hoffe, dir gefallen die Bilder. Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Take my time far behind, leave my pride. Oh, is it alright if I stay? Is it alright if we just... Ja, auch hier rein theoretisch muss man das nicht als geführte Tour machen. Man kann das auch selber machen. Die Gegend ist schon frei zugänglich, um da mit dem Jeep reinzufahren. Und wir haben ja auch ein Allradfahrzeug. Aber ich habe mir vorher einige Warnungen durchgelesen und die habe ich auch beherzigt. Und zwar, es ist tatsächlich so, man fährt direkt am Atlantik entlang und hat dann zur anderen Seite hin die hohen Sanddünen. Und wenn ich hoch sage, dann meine ich hoch. Hoch und steil. Und es gibt nur ein paar Passagen relativ zu Anfang, wo man in die Dünen hochkommt. Wenn man zu weit fährt, dann wird man wirklich eingeklemmt zwischen Atlantik und den hohen Dünen. Und es ist schon einigen passiert, die dann von der Flut überrascht werden, weil die steigt dann jedoch recht zügig, dass man mit seinem Fahrzeug stecken bleibt und dann ist Schluss. Und genau das haben wir übrigens auch erlebt. Unsere Guides, da waren mehrere Fahrzeuge unterwegs, die waren dann relativ aufgeregt, weil es ist nicht mehr möglich, diese Menschen da rauszukriegen mit dem Fahrzeug. Also da war eine kleine Gruppe, ich glaube 2 oder 3 Fahrzeuge, die konnten das nicht genau erkennen in dem Dunst. Die steckten fest, die See war gestern sehr, sehr rau und die Flut stieg deshalb auch sehr schnell, weil das Wasser insgesamt sehr aufgewühlt und hoch war und die haben sich da festgefahren. Und da kann man eigentlich nur noch eins machen, seine Klamotten aus dem Fahrzeug nehmen und sehen, dass man die Düne hochkommt. Und auch das ist nicht einfach. Ich bin gestern selber mal hochgelaufen und an dieser Stelle, es ist wirklich schwierig, die Düne hochzukommen. Die ist sehr, sehr steil und jeden Schritt, den man macht, den geht man zu 80-90% in den tiefen Sand wieder zurück. Ich weiß auch nicht, was aus dieser Gruppe geworden ist, aber die Fahrzeuge sind nicht mehr zu retten. Die werden vom Meer weggeholt. Die sind dann K.O. Und man kann froh sein, wenn man die Menschen da irgendwie rauskriegt. Weil auch diese Gegend, wo die dann gestrandet sind gestern, ist mit einem PKW, auch mit Allrad, nicht mehr zugänglich. Und die werden die wahrscheinlich mit dem Hubschrauber da rausholen müssen. Also deshalb haben wir eine geführte Tour gemacht. Ist vollkommen entspannt, macht viel mehr Spaß. Man weiß, man kann sie nicht festfahren. Man hat einen erfahrenen Fahrer dabei, der die Gegend aus dem FF kennt. Und selbst bei den rauen Seebedingungen gestern, wo das Wasser sehr, sehr weit ins Land reinkam, weil es da sehr flach ist, hat er halt immer noch eine Spur gefunden, die uns dann rausführte. Und ich glaube, alleine findet man sich da auch nicht mehr zurecht, weil es gibt da keine ausgeschilderten Straßen. Es gibt nur weite, weite Sandflächen. Man muss sehen, dass man dann halt nicht stecken bleibt. Ja, ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen und die Videos. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen rauf. Wenn ihr die anderen Folgen noch sehen wollt von meiner Namibia-Tour, dann gibt es was in der Playlist zu sehen. Oder gebt doch ein Abo, dann seid ihr regelmäßig dabei und müsst meinen Kanal nicht mehr suchen. Würde mich freuen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao. Nächste Woche geht es in den Etosha Nationalpark. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Schauen. Ciao.